Hallo, ich bin Brigitte Waldschmidt, Designerin und Künstlerin, und ich möchte Ihnen heute die Farbenlehre, die Grundzüge der Farbenlehre etwas näher bringen. Oft werde ich in meinen Kursen gefragt, wie werden Farben überhaupt gemischt? Wie kommt man zu Farbtönen? Wie viele Farben brauche ich wirklich, wenn ich malen möchte? Und da ist meine Antwort eigentlich immer sehr einfach. Ich sage, nehmt 3 Grundfarben und Schwarz und Weiß. Und wenn man die absoluten Grundfarben hat, kann man im Prinzip nahezu, ich sage nicht alle, weil es gibt Farben, die man wirklich kaufen muss, aber nahezu alle Farben kann man nachmischen. Ich habe jetzt dazu einfach mal exemplarisch ein Tableau mitgebracht mit verschiedenen Aufstrichen, und wir starten mit dem Farbkreis, der hier jetzt ein Farbdreieck erstmal ist und anzeigt, welche die Grundfarben sind. Da haben wir dieses Zitronengelb sozusagen. Ich sage auch Zitronengelb, weil normalerweise würde jeder ein Gelb in diesem schönen Warmtonbereich als Grundfarbe nennen. Genauso sieht es beim Rot aus. Wir haben hier ein Magenta-Rot, und das gefühlte Rot ist eigentlich ein wesentlich wärmerer Rotton. Der Blauton ist jetzt der Basisblauton, hat auch gefühlte Anteile an Gelb enthalten, mehr als zum Beispiel der Ultramarinblauton, den man normalerweise als Grundfarbton ansehen würde. Mischt man diese 3 Farben zusammen, ergibt sich ein ganz neutraler Grauton. Es ist nicht so ganz einfach, das auszubalancieren, aber eine wunderbare Übung, um überhaupt mal den Einstieg zu schaffen und die Farbe ein bisschen einschätzen zu können. Die 3 Grundfarben, die ich brauche, sind Gelb, Cyan und Magenta. Das nennt man die Primärfarben. Nun wenden wir uns den Sekundärfarben zu. Diese sind hier in diesem Farbkreis enthalten. Sie mischen sich aus Gelb, Magenta bekomme ich Orange, Magenta, Cyan ergibt ein Violett, Cyan, Gelb, ein neutrales, schönes Grün. Diese Sekundärfarben kann ich erweitern, indem ich Ausmischungen zwischen Orange und Magenta, Magenta, Violett, Violett, Cyan, Cyan, Grün und Grün, Gelb herstelle. Und das haben wir jetzt sichtbar gemacht in diesem Farbsechseck. Man sieht, ich habe jetzt hier nochmal jeweils 2 Farbtöne dazwischen geklinkt, und es ergibt sich ein Farbkreis, der sehr homogen läuft. Und alle diese Farben, die auf diesem Farbkreis sitzen, nennt man klare Farben. Das sind keine verschmutzten Farben. Um diese Übung zu erweitern, kann man von Cyan unter Zugabe von immer mehr Gelb in Richtung Gelb-Grün mischen. Und es ist also eine sehr gute Übung, je mehr Abstufungen man zwischen diese einzelnen Stufen schaltet. Sichtbare Abstufungen. Das Gleiche kann man von Magenta nach Blau, von Gelb nach Rot machen. Und das ist also eine ganz tolle Übung, um ein Gefühl für die Farbe zu entwickeln. Nun kommen wir zu den sogenannten hellklaren Farben. Viele empfinden diese Farben als Pastelltöne. Und da geht man her und nimmt Farben aus diesem Basisgrundfarbkreis, und unter Zugabe vom Weiß mischt man Aufhellungen. Auch hier kann man so viele Aufhellungen mischen, wie man schafft. Und wichtig ist eben, dass diese Aufhellungen sichtbar sind. Das Gleiche gibt es bei den sogenannten dunkelklaren Farben. Dunkelklare Farben sind alle Grundfarben, die mit Schwarz abgedunkelt werden. Hier ist es genau umgekehrt. Die dunkle Farbe Violett weist weniger gut sichtbare Abstufungen zum Schwarz hin auf als die sehr helle Farbe Gelb. Bei den anderen Farben ist es ein bisschen ausgeglichener. Eine weitere Möglichkeit, Farben zu verändern, ist das Mischen der sogenannten Komplementärfarben. Komplementärfarben sind Farben, die im Farbkreis direkt gegenüber liegen. Wir könnten jetzt auch hier mit diesen Zwischentönen Komplementärfarben erstellen. Es sind nicht immer diese klassischen Komplementärkontraste Grün, Rot, Violett, Gelb,
Blau, Orange. Es gibt auch die Zwischentöne. Wichtig ist einfach immer nur, dass man tatsächlich den Farbkreis zugrunde legt und durch die Mitte die Linie anlegt, und so erhält man Komplementärfarben. Die müssen nicht immer absolut so aussehen, wie sie jetzt hier dargestellt sind. Die Komplementärfarben, das sind wunderbare Farben, schöner als die dunkelklaren Farben. Man verwendet sie gerne in der Ölmalerei, weil sie einen weicheren Schatten ergeben als mit schwarz abgedunkelte Farben. Oftmals bekomme ich zu hören, ich hätte gern dieses Rot verändert, das ist mir viel zu grell. Und was soll ich machen? Und da gebe ich immer den Tipp, nehmen Sie die Komplementärfarbe, ein kleines bisschen davon rein, und schon hat man ein schönes Rostrot. Oder ein Grün, das zu grasgrün ist und das ein bisschen gedeckter sein soll, nimmt man ein paar Tropfen oder ein bisschen was auf dem Pinsel vom Rot, gibt es ins Grün und hat sofort einen gebrochenen Grünton. Am empfindlichsten ist hier auch wieder, da das der größte Kontrast innerhalb des Farbkreises ist zwischen Gelb und Violett. Wenn man ein bisschen Violett ins Gelb gibt, verändert sich das Gelb sofort. Violett hingegen ist relativ unempfindlich, dem machen ein paar Tröpfchen Gelb überhaupt nichts aus. Zur weiteren Vertiefung des bisher Erlernten kann ich eine ganz tolle Übung empfehlen, und zwar das Herstellen von farbtongleichen Dreiecken. Dazu verwende ich am liebsten die Horadam Gouache von Schminke, einfach deshalb, sie ergibt eine nahezu an Druck erinnernde Farbigkeit und Farbauftrag, der sehr ebenmäßig, samtartig sich darstellt und die Farbe tatsächlich so wiedergibt, wie sie ist. Farbtongleiches Dreieck, wie stellt man sowas her? Das hört sich ein bisschen schwierig erst an, aber ist gar nicht so kompliziert. Ich habe eine Grundfarbe aus dem Farbkreis. Diese Grundfarbe helle ich zum Weiß hin auf, dunkle die gleiche Grundfarbe zum Schwarz hin ab, und dann stelle ich horizontale Verbindungen her und mische die einzelnen Farbtöne aus. Und da ergeben sich ganz tolle, gräuliche, hellere, ein bisschen farbintensivere Farbtöne. Und mit diesen Farbtönen, das nennt man also eine Farbmonochromie, kann ich ganz toll Bilder herstellen mit unterschiedlichen Kolorits. Ich kann mal einen dunklen Hintergrund wählen und helle Objekte. Ich kann einen hellen Hintergrund und farbintensivere Objekte. Und was mir hier nie passieren wird, ist, dass also eine Farbdisharmonie entsteht. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit diesen Übungen. Ich kann sie nur empfehlen. Und nur so erhält man Farbsicherheit und Freude an dem Hobby Malen, und man muss auch nicht so viel Material haben, wie man denkt. Gutes Material ist wichtig. Viel Freude!